Hallo zusammen. In diesem Video werde ich einen kleinen Überblick geben und über ein Endoskop mit der dünnsten Kamera sprechen. Dieses Endoskop hat eine Dicke von 3,9 mm. Es gibt zwei Varianten davon. Diese hier ist die kabelgebundene Version, das heißt, sie wird über Anschlüsse mit einem Android-Smartphone oder Computer verbunden. Hier haben wir einen Micro-USB-Anschluss, USB und einen Adapter für Type-C. Das heißt, alle Optionen sind vorhanden. Und es gibt auch eine Wi-Fi-Version, bei der noch ein Wi-Fi-Modul hinzugefügt wird, ein kleines Kästchen mit einem Akku, und damit wird dann das Endoskop über Wi-Fi mit dem Telefon verbunden. Dann kann dieses Endoskop auch mit iPhones oder iPads verwendet werden. Diese Modellvariante ist jedoch für Android und Windows geeignet. Im Lieferumfang ist das Endoskop selbst enthalten, die Kabellänge, das Kabel ist halbsteif, es kann die Form behalten, das heißt, im Inneren befindet sich ein harter Draht, und wenn man es biegt, bleibt es in dieser Position. Nun, über die gesamte Länge hält es natürlich nicht mehr so gut, aber es hängt nicht durch wie ein normales Kabel, das heißt, der Draht im Inneren ist steif. Der Durchmesser der Kamera, den wir jetzt messen werden, beträgt wie angegeben 3,9 mm. Wir werden es jetzt mit einem Messschieber messen. Es ergab 3,91. Nun, der Messschieber ist so ein ungenauer chinesischer, das ist der Durchmesser dieses Zylinders, in dem die Kamera untergebracht ist. Und hier beträgt die Länge des Metallröhrchens selbst 4 cm. Nun, man kann es etwas weiter biegen, also etwa so. Ich denke, das heißt, leichtes Biegen ist in Ordnung, aber bei starkem Knicken könnte meiner Meinung nach mit der Zeit auch der Draht an dieser Stelle brechen. Deshalb empfehle ich nicht, es stark zu biegen. Im Lieferumfang sind auch Aufsätze enthalten. Hier ist einer mit einem Spiegelchen in einem Winkel von 90 Grad. Ein solches Häkchen. Wenn man etwas festhaken muss, ein Magnet. Hier ist unser Magnet. Wenn man etwas fallen gelassen hat, kann man Metallisches mit Hilfe des Magneten herausholen. Das Spiegelchen, es blickt in einem Winkel von 90 Grad. Und das sind Ersatzbefestigungen, falls es wird mit einer Klemme befestigt. Hier hängt es, man kann es drehen. Nun, so fällt es nicht von selbst ab. Und den Draht können wir biegen. Ich denke, wenn man es einschaltet, auf dem Spiegelchen befindet sich eine Schutzfolie, es ist trüb, und das Spiegelchen beginnt einigermaßen etwas zu reflektieren. Es gibt also eine gewisse Trübheit. Nun, wir werden es, und als Beispiel werde ich ein Telefon anschließen, um zu sehen, wie es anzeigt. Die App kann die in der Anleitung angegebene oder kann, und ich musste ein anderes Telefon nehmen, weil der Micro-USB-Anschluss dort bei mir schon ausgeleiert war und ich es nicht richtig aufnehmen konnte. Wir nehmen es jetzt über den Type-C-Adapter. Schließen, die LED-Beleuchtung hat sich eingeschaltet. Hier befinden sich 6 LEDs um die Kamera herum. Sonntag. Und hier wird das Bild auf dem Telefon angezeigt. Zuerst zeige ich, wie es ohne Spiegelchen anzeigt. Mir hat das Spiegelchen jetzt nicht so gut gefallen, wie es ist. Wir haben schon bessere Spiegel gesehen. So wird die Beleuchtung reguliert. Man kann sie ausschalten, ein wenig einschalten, und das hier ist die maximale Helligkeit. Bildqualität. Hier zeige ich zum Beispiel auf die Zahlen. Das heißt, es zeigt im Prinzip deutlich, der Abstand. Bei einem Zentimeter ist es nicht mehr wirklich im Fokus. Bei 2 Zentimetern ist es absolut scharf. Nun, weiter weg wird es schlechter sichtbar. Ideal sichtbar ist es bei etwa 3 Zentimetern, hier. Das heißt, das Bild ist insgesamt scharf, man kann alles erkennen. Als Beispiel habe ich diese Metalltasse genommen. Und wir werden das Endoskop hineinlassen, um zu sehen, wie die Abnutzungsspuren sichtbar sind. Normalerweise schaut man mit Endoskopen in Zylinder. Hier lassen wir es in die Tasse. So sehen wir den Boden. Man kann sogar die Helligkeit der Beleuchtung reduzieren, damit es nicht so stark glänzt. Hier ist die Sichtbarkeit. Nun, das ist der Boden der Tasse. Wenn man schräg in den Zylinder schaut, hier die Seitenwände. So ist es sichtbar. Diese Beleuchtung ist auf maximaler Helligkeit, das heißt, es dringt kein Licht von außen ein. Man kann es etwas reduzieren. Hier ist der Belag auf der Tasse sichtbar.
Und auch mit dem Löffel zerkratzt. So ist es sichtbar. Und wir setzen den Spiegel auf. Nun, der Spiegel gefällt mir nicht besonders. Ich habe es mir bereits angesehen und werde es Ihnen jetzt zeigen. Einfach bei Endoskopen mit größerem Durchmesser ist auch der Spiegel größer. Und es zeigt sich, dass die Qualität in einem größeren Spiegel besser sichtbar ist. Nun, ich denke, man wird auch etwas sehen können. Das heißt, wir lassen es nach unten. Hier, wir schauen ohne Licht. Nun, ich habe es ausgerichtet, die Seitenwand ist, man kann etwas erkennen, aber mit dem Spiegel ist es nicht sehr gut sichtbar. Sonntag. Hier sind irgendwo Kratzer sichtbar, aber die Qualität ist schlechter. Das heißt, wenn man von der Seite schaut, und wir messen den Durchmesser der Kamera mit 7,2 mm mit Spiegel ergibt sich. Wenn man noch das heißt, der Sinn dieses dünnen Endoskops geht verloren, wenn man es mit Spiegel verwendet, dann muss die Öffnung 9 mm betragen, um es mit dem Spiegel durchzuschieben. Nun, ich denke, macht in diesem Fall keinen Sinn. Das heißt, die Kamera selbst mit 3,9 mm wird viel interessanter sein. Und alles ist hervorragend sichtbar, und die Bildqualität ist im Prinzip auch gut. Die Kamera hat hier 1,3 Megapixel, und die Videoauflösung beträgt 1280 x 720, also HD-Qualität. Das ist. Nun, für ein Endoskop ist das eine ausgezeichnete Den Link zu diesem Modell hinterlasse ich in der Beschreibung. Es wird auch einen Link zur Wi-Fi-Version geben, falls Sie diese benötigen. Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss allerseits. Но качество хуже, то есть вот, если смотреть сбоку, тоже видно боковую стенку, то просто эндоскопом смотреть без зеркала будет намного лучше. И померяем диаметр камеры с зеркалом, посмотрим, какая тут толщина. Получается 7,2 мм с зеркалом получается. Если еще пластик добавить, вот максимальная 9 мм. То есть уже смысл пропадает от этого тонкого эндоскопа. Если использовать зеркалом, то 9 мм должно быть отверстие, чтобы зеркалом просунуть. Ну, мне кажется, пользоваться зеркалом в данном случае нет смысла. То есть 3,9 мм сама камера намного будет интереснее. И видно все отлично, и качество изображения тоже в принципе хорошее. Камера здесь 1,3 мегапикселя и расширение видео 1280 на 720, то есть HD качество. Получается, ну, для эндоскопа это отличное разрешение, все видно, все передает картинку четко, можно все рассматривать. Ссылочку на данную модель я оставляю в описании, также будет ссылочка в Wi-Fi версии, если вам нужна. Всем спасибо за просмотр, всем пока.